Hallo zusammen, ich bin Romina und heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal RomiMed. Heute beschäftigen wir uns mit einem spannenden Thema aus der Physiologie, dem Aktionspotenzial. Bevor wir starten, eine kleine Bitte. Liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst, und teilt es mit euren Freunden. Das unterstützt mich sehr. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie Signale in unserem Nervensystem weitergeleitet werden, bleibt bis zum Ende dabei. Was ist ein Aktionspotenzial? Beginnen wir mit den Grundlagen. Ein Aktionspotenzial ist eine schnelle Änderung des elektrischen Potentials in einer Zelle, die ein Signal weiterleitet. Man kann es sich wie einen kurzen Impuls vorstellen, der eine Nachricht durch die Zelle schickt. Das passiert vor allem in Nervenzellen, aber auch in Muskelzellen und einigen anderen Zelltypen. Warum ist das so wichtig? Weil das Aktionspotenzial die Basis für die Funktion unseres Nervensystems bildet, von Reflexen bis hin zu komplexen Denkprozessen. So, schauen wir uns jetzt an, wie eine Nervenzelle im Ruhezustand aussieht. Das Ruhepotenzial liegt bei etwa -70 mV, was bedeutet, dass das Zellinnere negativer ist als die Außenseite. Dafür sorgen zwei Ionen, Natrium, also Na+, und Kalium, also K+. Eine spezielle Pumpe, die Natrium-Kalium-Pumpe, hält dieses Gleichgewicht aufrecht, indem sie 3 Natriumionen aus der Zelle pumpt und 2 Kaliumionen hineinbringt. So ist die Zelle jederzeit bereit für ein Signal. Wie bereits erwähnt, liegt das Membranpotenzial der Nervenzelle im Ruhezustand bei etwa -70 mV. Das Zellinnere ist negativer als die Außenseite. Natrium- und Kaliumionen schaffen diese Differenz. Außerhalb der Zelle ist die Natriumkonzentration hoch und Kaliumionen dominieren im Zellinneren. Die Natrium-Kalium-Pumpe, ein ATP-abhängiges Protein, arbeitet ununterbrochen. Sie pumpt 3 Natriumionen hinaus und 2 Kaliumionen hinein. Dieser Prozess stabilisiert die Ionenverteilung. Die Zelle bleibt durch die Arbeit der Natrium-Kalium-Pumpe reizbereit. Dieser Prozess läuft kontinuierlich ab. Kommt ein Reiz, öffnen sich spannungsabhängige Natriumkanäle, bekannt als NaV-Proteine. Innerhalb von etwa 0,5 Millisekunden strömen Natriumionen in die Zelle. Die hohe Natriumkonzentration draußen und die negative Ladung drinnen fördern diesen schnellen Einstrom. Dadurch wird das Zellinnere positiv. Das Membranpotenzial steigt in kurzer Zeit auf etwa +30 mV. Kaliumkanäle, die sogenannten Kv-Proteine, bleiben während dieser Depolarisation meist geschlossen. Etwa 1 Millisekunde nach diesem Höhepunkt schließen die NaV-Proteine wieder. Spannungsabhängige Kaliumkanäle öffnen sich nun. Kaliumionen strömen in 1 bis 2 Millisekunden nach draußen. Die hohe Kaliumkonzentration im Zellinneren und die positive Ladung treiben diesen Ausstrom an. Das Zellinnere wird dadurch wieder negativ. Das Membranpotenzial sinkt zurück auf etwa -70 mV. Natriumionen sind in dieser Phase kaum beteiligt. Manchmal bleiben Kv-Proteine etwa 1 Millisekunde länger offen. Dadurch strömen mehr Kaliumionen aus als nötig. Das Membranpotenzial fällt kurzzeitig unter -70 mV. Diese Hyperpolarisation ist nur von kurzer Dauer. Natriumkanäle bleiben währenddessen inaktiv. Die Natrium-Kalium-Pumpe greift wieder ein. Ihr Zyklus dauert wenige Millisekunden. Sie pumpt die eingeströmten Natriumionen nach draußen. Kaliumionen kehren zurück in die Zelle. So stellt sich die ursprüngliche Ionenverteilung wieder ein. Hohe Natriumkonzentration draußen und Kalium drinnen. Das Ruhepotenzial ist damit wiederhergestellt. Nach dem Aktionspotenzial beginnt die Refraktärphase. In der absoluten Refraktärphase, die etwa 1 bis 2 Millisekunden andauert, kann kein neues Aktionspotenzial ausgelöst werden. Die NaV-Proteine sind vorübergehend inaktiviert. In der relativen Refraktärphase, die etwa 2 bis 4 Millisekunden dauert, ist ein neues Aktionspotenzial möglich. Allerdings benötigt es dafür einen besonders starken Reiz. Schauen wir uns die beiden Bilder an, da sehen wir die Ionenbewegungen in den 4 Hauptphasen ganz deutlich. Im Ruhepotenzial bei -70 mV sorgt die Natrium-Kalium-Pumpe für ein stabiles Gleichgewicht, indem sie Natrium draußen und Kalium drinnen hält. Bei der Depolarisation öffnen sich spannungsabhängige Natriumkanäle, wodurch Natrium in die Zelle strömt und das Zellinnere positiv wird. In der Repolarisation öffnen sich dann die Kaliumkanäle, Kalium fließt heraus und das Potential sinkt wieder in den negativen Bereich.
Zum Schluss, bei der Rückkehr zum Ruhepotential, stellt die Natrium-Kalium-Pumpe alles wieder her, indem sie Natrium heraus und Kalium hineintransportiert, bis wir wieder bei minus 70 Millivolt sind. Schauen wir uns jetzt diese Grafik an, die die Phasen des Aktionspotentials super übersichtlich zeigt. Wir sehen hier die 5 Hauptphasen. Am Punkt 1 startet die Zelle im Ruhepotential bei minus 70 Millivolt. Bei Punkt 2, der Schwelle, öffnen sich die Natriumkanäle, sobald ein Reiz stark genug ist. Dann, bei Punkt 3, kommt die Depolarisation, Natrium strömt rein und das Potential steigt auf plus 30 bis 40 Millivolt. Bei Punkt 4, der Repolarisation, strömt Kalium raus und das Potential fällt wieder. Zum Schluss, bei Punkt 5, sehen wir das Nachpotential, wo das Potential kurz unter minus 70 Millivolt rutscht, bevor es sich stabilisiert. Okay, die Phasen sind durch. Schauen wir uns jetzt an, wie das Aktionspotential weitergeleitet wird. Es gibt 2 Arten von Neuronen. Unmyelinisierte Neuronen leiten das Signal kontinuierlich und eher langsam weiter. Myelinisierte Neuronen arbeiten schneller durch die sogenannte saltatorische Weiterleitung, bei der das Signal von einem Punkt zum nächsten springt. Was passiert, wenn das Signal das Ende der Nervenzelle erreicht? Es kommt zur Synapse, dem Übergang zur nächsten Zelle. Es gibt 2 Typen. Elektrische Synapsen leiten das Signal direkt und sehr schnell weiter. Chemische Synapsen hingegen nutzen Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter, um das Signal zu übertragen. Das ist etwas langsamer, aber vielseitiger. Synapsen sind essentiell, damit Nervenzellen miteinander kommunizieren können. Oh, so, die Weiterleitung haben wir verstanden. Was fehlt noch? Die Bedeutung für die Medizin. Störungen beim Aktionspotential oder seiner Weiterleitung können Krankheiten wie Multiple Sklerose verursachen, bei der die Myelinschicht geschädigt ist. Auch Medikamente wie Lidocain sind relevant. Sie blockieren Natriumkanäle und werden zum Beispiel als Lokalanästhetikum eingesetzt. Das zeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Das war unser Ausflug in die Welt des Aktionspotentials. Ich hoffe, ihr habt viel Neues gelernt und findet die Funktionsweise unseres Nervensystems genauso faszinierend wie ich. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt bitte einen Like, abonniert RomiMed, aktiviert die Glocke und teilt es mit euren Freunden. Das bedeutet mir wirklich viel. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald!